Dann gibt es noch das Geschwindigkeitsschild. Auch diese Schilder werden gerne übersehen und der Staat macht sehr viel Geld damit. Wenn ihr geblitzt werdet, kostet es nicht gerade wenig. Dieses Schild heißt, dass ich auf dieser Straße eine Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h habe. Dieses Geschwindigkeitsschild gilt so lange, bis entweder ein anderes Geschwindigkeitsschild kommt, das kann zum Beispiel auch ein Ortsendezeichen sein oder ein Ortsbeginnzeichen, da darf ich ja dann nur noch 50 fahren oder am Ortsende dann, wenn ich außerhalb bin, 100 fahren. Das gilt aber auch nicht mehr, sobald ich abbiege. Also, wenn ich jetzt beispielsweise nach links abbiege in der Ortschaft und vorher durfte ich 60 fahren, dann darf ich nach dem Abbiegen nur noch 50 fahren. Enden tut es ebenfalls bei diesem Endezeichen. Das wären also die Möglichkeiten, die Geschwindigkeitsbeschränkung zu beenden. Aber und so gibt es auch dieses Geschwindigkeitszeichen in Verbindung mit einem Gefahrenzeichen, zum Beispiel Baustelle. Dann wird sehr häufig die Geschwindigkeitsbeschränkung nicht mehr aufgehoben, weil dies automatisch auch ist, sobald die Gefahrenstelle vorüber ist. Das heißt, wenn erkennbar die Baustelle zu Ende ist, darf ich zum Beispiel auf der Landstraße dann wieder 100 fahren. Also auch das würde dieses Geschwindigkeitsschild aufheben. Im Unterschied dazu habe ich aber noch dieses Zone 30 Schild zum Beispiel. Bei diesem Schild endet die 30 nicht, wenn ich abbiege. Ich kann auch 1000 Mal abbiegen. Es gilt immer noch 30. Und zwar so lange, bis ich am Ende Zone 30 vorbeifahre. Erst dann gilt für mich, jetzt darf ich wieder in der Stadt zum Beispiel 50 fahren. Ich habe natürlich auch schon auf Verkehrszeichen geachtet beim Abbiegen und habe dann schon das 30er Schild gesehen. Ihr seht jetzt aber, dass da nur 30 steht, 30 Lärmschutz. Das bedeutet, das ist keine Zone 30, sondern nur eine normale Geschwindigkeitsbeschränkung. Das bedeutet, sobald ich abbiege, gelten wieder die normalen Regelungen, sofern kein anderes Verkehrszeichen da ist. Das werden wir dann an der nächsten Kreuzung dann auch gleich erkennen. Auf dieser Straße kann man schön die Verkehrszeichen, die wichtig sind, erkennen. Rund und roter Rand, 30. Wichtig, schaut euch die Schilder ganz genau an. Unten drunter steht Montag bis Freitag 7 bis 18 Uhr. Also genau schauen, ob die Geschwindigkeitsbeschränkung auch gilt oder eben nicht. So, wir haben heute Samstag, deswegen darf man 50 fahren. Montag bis Freitag wäre, dann würde ab hier wieder 50 gelten und wir könnten wieder 50 fahren, wie es in der Stadt ja erlaubt. So, nach dem Abbiegen kommt dann auch hier gleich das 30 und Baustelle Schild. Das bedeutet, im Bereich der Baustelle gilt hier 30. Viele denken immer, in jeder Baustelle gilt 30, aber das ist nicht korrekt. 30 ist nur da, wenn auch dieses Geschwindigkeitsschild dasteht. Wenn man dann genau aufpasst, ist dann hier die Baustelle, wenn die gelben Linien auf dem Boden sind, auch wieder zu Ende. Und dann gilt wieder 50. Natürlich achtet man weiter auf Verkehrszeichen. Hier steht wieder 30, aber Montag bis Freitag 7 bis 18 Uhr, was wir gerade nicht haben. Mittlerweile gibt es immer mehr Fahrradstraßen. Eine Fahrradstraße ist sehr häufig in Nürnberg noch mit einem Zusatzschild versehen, dass Kraftfahrzeuge diese Straße auch benutzen dürfen. Zu wissen ist bei diesem Schild allerdings, dass dann ebenfalls wie in der Zone 30 eine Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h gilt. Allerdings, wenn ich abbiege, ist die Fahrradstraße zu Ende und dann gelten wieder die normalen Vorschriften. Also, dran denken, Fahrradstraße dürfen Fahrradfahrer nebeneinander fahren. Ich darf nicht hupen, wenn sie das tun. Und
Sie haben alle möglichen Freiheiten, aber die Höchstgeschwindigkeit für euch ist 30 Stundenkilometer und nicht mehr. Das war jetzt noch für dich, wenn du das anschauen willst, wie weit rechts ich da gestanden bin zum Abbiegen. Ja? Man darf nicht die Kurve schneiden, man muss schön erstmal sich gut positionieren. Ja?